Vorhin in der U-Bahn war so eine Aktion, vegan. Und wenn ihr jetzt nicht vegan seid, dann geht die Welt unter quasi. Und ich mit den Pflanzen, ich finde, man kommt eigentlich durcheinander mit dem vegan sein. Weil im Grunde will ich die Pflanzen nicht essen, wenn ich jetzt das höre. Gleichzeitig esse ich Pflanzen. Ich kann nicht automatisch oder auf Teufel komm raus Veganer sein. Ich bringe Sensoren an Pflanzenblätter und messe daran den Widerstand, den elektrischen Widerstand in der Pflanze oder auch an uns Menschen. Wir haben auch elektrischen Widerstand. Und das wird umgewandelt in 010101 MIDI. Und das triggert meine Synthesizer. MIDI. Das heißt, du verwertest keine analogen Signale, wie man es vielleicht beim Modularsystem machen würde, sondern es wird digitalisiert. Ja. Und das fließt in deine Station ein. So ist es. Und dann zauberst du von dort aus weiter, nehme ich an. Ich co-kreiere mit den Pflanzen. Okay. Also ich habe natürlich etliche Effekte, die ich reinbringe. Also ich gehe mit dem Signal nochmal um und ich lasse das Signal auch andere Geräte ansprechen. Zum Beispiel singt die Pflanze, indem sie einen Vocoder bedient. Und hast du einen gewissen Einfluss? Ich nehme, für mich hat es sich so angehört, als würdest du schon bestimmen können, zumindest Tonart und Tonalität und Akkorde vielleicht sogar. Also ich kann es mit einem Gerät bestimmen, auch mit einem anderen. Ich bestimme es nicht immer, ich bestimme es manchmal. Also einen Teil habe ich bestimmt, einen Teil nicht. Und du kannst dich auch spontan entscheiden, wie weit du kontrollierst und wie weit du dich zurückhältst? Total, also das ist totale Improvisation. Ich kenne mich ja so ein bisschen aus mit dieser Modularsynthese und da hat man ja immer Kontrollspannungen, die komplett kontinuierlich sind. Also du musst das schon, die Signale, die von der Pflanze kommen, sind ja per se nicht gestuft, sage ich mal. Das heißt, du musst die Quantisierung und das Stepping, musst du irgendwie definieren, nehme ich mal an. Ob das jetzt ein C-Dur-Tonleiter ist oder genau. Moll-melodisch oder sowas wahrscheinlich. Genau, das kann ich mit einem Gerät, kann ich das bestimmen und ich finde es aber gut, so wenig wie möglich die Pflanzen einzugrenzen. Also die Pflanzen sollen so viel wie möglich selber machen.
Das heißt, du entscheidest je nach Situation, nach Stimmung und nach künstlerischem Gedünken, wie weit du die Pflanze, sag ich mal, in Zaum hältst und wie viel Weg du ihr lässt oder wie viel Freiraum du ihr lässt. Genau. Also ich habe heute auch gemerkt, dass die Pflanze auf mich reagiert hat. Sogar tonal hatte ich den Eindruck. Also bei dem anderen Gerät war nämlich, habe ich das nicht beeinflusst, die Tonleiter und die Tonart. Und da war plötzlich so ein Wechselspiel. Also das hat mich total umgehauen. Es entstehen immer neue Situationen und ich weiß nicht, was genau passiert. Es kann auch sein, dass mal eine Pflanze nicht mitmacht. Und oft ist es so, ich bringe Sensoren an eine Pflanze an und dann geht es erstmal nicht. Also wir haben gerade gemerkt im Publikum, dass natürlich die Pflanzen auf Berührung reagieren, aber vielleicht sogar auf Geräusche oder Impulse oder Tritte. Es war ein feinfühliges Unterfangen. Und also ich fand es heute ganz toll. Ich hatte das Gefühl, eine Nadel hätte fallen können, man hätte die gehört. Also es war toll, dann auch mal nur eine Pflanze zu hören. Und ich hatte das Gefühl, dass vielleicht war das sogar das leiseste Konzert, das hier jemals stattgefunden hat. Das fand ich auch schön. Wir waren kurz davor, es lauter zu machen, weil wir es halt gewohnt sind von den ganzen Elektronikkonzerten. Aber gerade diese mittlere Lautstärke hat auch so ein bisschen diese Stimmung ausgemacht. Und ich glaube, den Pflanzen bekommt es auch, wenn sie nicht so angebrüllt werden. Ja, ich glaube, man kann natürlich nichts vermenschlichen, was wir erfahren. Man hat aber das Gefühl, den Pflanzen gefällt es. Und ich habe auch das Gefühl, ich will immer nicht, dass es aufhört.
Ja. Das ist wie so ein Herzschlag, den man dann hört. Ich hatte früher mal einen DJ-Duo, das hieß DJ Scratch and Sniff, und wir haben, es gab die Bügelbretter, die sind aus der Zeit. Wir hatten 2 Bügelbretter und da waren lauter kleine Minidiscs und Loops mit kleinen Maschinen, Dr. Sample, Chaos Pad und ein kleines Backöfelchen. Und wir haben Backmischung, Musikmischung, wir haben das so in Frage gestellt. Und es gab Musikzutaten, es gab Backzutaten, dann haben wir mal einen Boxring aufgebaut in New York. Ich war ja 24 Jahre in New York. Und dann haben wir das so ein Sparring, also so ein Boxen aufgenommen und gesampelt und in unsere Musik rein. Und dann haben wir mal mit dem Vegetable Orchestra improvisiert und die haben Karotten geschnippelt und dann ging das in unsere Musik rein. Und wer mich da drauf gebracht hat, ist Brezel. Weil ich in Rom Brezel mal gesehen habe als DJ und der hat einfach bei seinen Platten das Loch woanders reingebohrt. Und dann eierten diese Platten so vor sich hin. Und das war der Hammer. Und das hat alles bei mir in Gang gesetzt. Das ist Circuit Bending mit der Natur. Oder ja, ja. Haptischen Sachen. Als Stereo Total zum ersten Mal in New York spielte, hat meine Band, haben die für uns eröffnet. Und beim nächsten Mal, als sie kamen, haben wir für sie eröffnet. Also ich habe ja mal eine Sinfonie geschrieben, einmal, für 60 Mann Orchester, wurde aufgeführt. Und als die Pandemie kam, dachte ich, perfekt, jetzt setze ich mich wieder hin, das dauert ja ewig, ist unheimlich anstrengend. Jetzt mache ich eine Klimasinfonie. Und dann habe ich auch Förderungen gekriegt für eine Klimasinfonie. Und dann habe ich in meinem Chor, ich habe so einen Spaßchor, und da sagte eine Frau, hey, erzählte mir von Pflanzenmusik. Hey, hast du schon mal gehört? Und dann dann hat sich bei mir alles verändert. Also alles, was ich vorhatte, wollte ich so nicht mehr machen, weil ich den Pflanzen zuhören will. Das ist so ein Ego, also ich will mich nicht selber hören, over and over. Ich will die Pflanzen hören und mit denen zusammen. Und ich finde, dass das auch so ein positiver Vibe ist, auch was, diese Naturkatastrophen, Panik so dagegen zu setzen. Weil das, klar, ist alles 11:55 oder 11:50 und schrecklich und wir alle müssen was machen, aber es macht so Angst. Und ich finde, das macht auf und es macht man hat das Gefühl, es macht was möglich. Also ich fühle mich davon beflügelt. Also sustainable zu leben, also nachhaltig zu leben und zu gucken, was ich tun kann. Und ihr vermutlich auch, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie du vorhin sagtest, es erweckt auf jeden Fall das Bewusstsein und die Sensibilität für dieses Lebewesen. Also viele haben bestimmt natürlicherweise eine Verbindung zu Pflanzen, aber dass es auch so zum Ausdruck gebracht werden kann, das weiß bestimmt noch nicht jeder.